Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für leckere Pizzaschiffchen. Dafür als erstes einen Viertelwürfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, einen halben Teelöffel Zucker, außerdem 125 ml lauwarmes Wasser dazugeben und mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Hefe und Zucker komplett aufgelöst haben. Die Hefe-Wasser-Mischung anschließend zusammen mit 250 Gramm Mehl, einem Schuss Olivenöl und einem halben Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und danach mit einer Küchenmaschine oder den Händen für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten und geschmeidigen Teig verkneten. Als nächstes eine Kugel aus dem Teig formen, zurück in die Rührschüssel legen und mit einem Küchentuch bedeckt für 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Währenddessen für das Pizzatopping 3 bis 4 Mini-Salamis in dünne Scheiben schneiden und sobald der Teig etwas aufgehen konnte, nochmals mit den Händen durchkneten, für etwa 1 bis 2 Minuten, dafür die Arbeitsplatte eventuell leicht bemehlen, den Teig danach mit einem Messer in 4 gleich große Stücke schneiden und jetzt jedes Teigstück nacheinander mit kreisenden Bewegungen unter den Handflächen rund wirken und zu einer kleinen Kugel formen. Die Teigkugeln anschließend ausrollen, dafür zunächst die Arbeitsfläche etwas bemehlen, den Teig mit den Händen etwas flach drücken, ein paar Mal im Mehl wenden und danach mit einem Nudelholz zu einem dünnen, langen und ovalen Teigfladen ausrollen. Die Teigfladen als nächstes auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech heben, dann mit 2 bis 3 Esslöffeln passierten Tomaten einstreichen, dabei am Rand ca. 1 cm freilassen, die Teigfladen mit Oregano, einer Prise Salz und einer Prise Pfeffer würzen, danach mit etwas geriebenem Käse belegen und zum Schluss ein paar Salamischeiben. Jetzt müssen wir nur noch die freigelassenen Ränder ca. 1 cm über die Füllung schlagen und danach kommen die Pizzaschiffchen in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 15 Minuten. Die fertigen Pizzaschiffchen anschließend aus dem Ofen holen und dann am besten sofort servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.